Honigdachs, der mutigste Krieger der Tierwelt. Der Honigdachs ist ein kleines Tier, das in den staubigen, gefährlichen Graslandschaften Kenias von allen verehrt wird. Wer seine Abwehrkräfte nur ein wenig schwächelt, kann zum Löwenfutter, zur Hyäne oder zum Spielzeug eines Leoparden werden. Mellivora capensis, der skrupellose Boss der Savanne, ist ein lebendes Beispiel dafür, dass man mit Zähigkeit, Furchtlosigkeit und kompromissloser Kühnheit zur Legende wird. Der gedrungene, robuste Körper, die kurzen Beine, der runde Kopf, die durchdringenden Augen und der gemächliche Gang des Honigdachses erwecken den Eindruck eines Außenseiters. Doch lassen Sie sich nicht vom Schein täuschen. Unter seinem wandelnden Kohleklumpen verbirgt sich eine robuste biologische Panzerung. Die Haut ist 4 bis 6 Millimeter dick, extrem dehnbar und nahezu unempfindlich gegen Löwenzähne, Stachelschweinborsten, Leopardenkrallen und sogar das tödliche Gift einer Kobra. Selbst wenn er im Maul eines Raubtiers gefangen ist, kann er sich in seiner eigenen Haut winden und zurückbeißen. Klingt das nach Actionfilm? Das ist echtes Leben. Ein einsamer Überlebensexperte ist der Honigdachs. Nur er selbst eine zähe Einstellung und unerbittliche Entschlossenheit, keine Freunde, keine Vereine, kein Unterstützungssystem. Er legt täglich 10 bis 19 Kilometer durch alle möglichen Geländearten zurück, darunter Sand, Felsen, Buschland und Flüsse, und das alles auf der Suche nach Nahrung. Ratten, Eidechsen, Vögel, Eier, Insekten, Larven, Giftschlangen, Bienenstöcke und sogar verwesende Kadaver, die er ausgräbt und wie frisches Sushi verspeist, gehören zu seinen Speiseplänen, die selbst Michelin-Köche erröten lassen würden. Er ist eines der wenigen Tiere, das ungehindert Honig und Bienenlarven verzehren kann, während es von Hunderten afrikanischer Bienen, den feindseligsten Bienen der Welt, gestochen wird. Er frisst sich durch den Bienenstock, leckt Wachs ab und verschlingt Larven wie bei einem All-You-Can-Eat-Buffet. Er weicht nicht aus und schlägt auch nicht zu. Die Bienen drehen durch, aber sie sind machtlos, ihn aufzuhalten. Die beeindruckende Erfolgsgeschichte des Honigdachses endet hier jedoch nicht. Seine erstaunliche Fähigkeit, giftige Schlangenbisse zu überleben, macht ihn auf der ganzen Welt berühmt. Nein, das war kein Missverständnis. Egal wie fest man eine Kobra, eine Puffotter oder eine gebänderte Kreit beißt, der Dachs bleibt ruhig. Und falls er doch einmal ohnmächtig wird, hält er dafür nur ein kurzes 15-minütiges Nickerchen. Dann wacht er auf und kämpft weiter, wobei er häufig die Schlange verzehrt, die ihn gerade gebissen hat. Da ein Mensch die gleiche Dosis nicht vertragen würde, haben Wissenschaftler ihn untersucht, um herauszufinden, wie er Gift widersteht. Einer Theorie zufolge verfügt er über eine einzigartige Nervenrezeptorsperre, die das Gift nicht ausnutzen kann.
Vereinfacht gesagt, trifft das Gift einfach nicht stark genug. Der Honigdachs verbringt seine Zeit mit Kämpfen und dem Überfallen von Bienenstöcken. Wenn er nicht gerade mit diesen Aktivitäten beschäftigt ist. Wird er gestört, wird er sehr aggressiv. Leoparden sind vorsichtig, bevor sie angreifen, da ein Kampf, sobald er beginnt, bösartig, unordentlich und wütend ist. Es gibt dokumentierte Fälle von 2 Leoparden, die Honigdachse fingen, nur damit die großen Katzen wenige Minuten später in Bäume flohen. Das Weibchen gräbt einen Bau und bringt nach einer heftigen Paarungszeit 1 bis 3 Junge zur Welt. Monatelang bringt sie ihnen lebenspraktische Fertigkeiten bei, wie Graben, Schlangenstiche zu vermeiden und einen Bienenstock zu öffnen, ohne ins Auge gestochen zu werden. Nach einem Jahr sind die Jungen Miniaturausgaben ihrer wilden Mutter und bereit, sich als kleine Krieger allein der Savanne zu stellen. Und der Kreislauf der Zähigkeit geht weiter. Der Honigdachs ist ein Symbol für Trotz, Entschlossenheit und tief verwurzelte Widerstandsfähigkeit in einer Welt, in der Gnade fremd ist und die Natur nach dem Gesetz von Zähnen und Klauen funktioniert. Er ist nicht der Stärkste oder Schnellste, sondern ein Geschöpf, das weltweit für seinen ungebrochenen Kampfwillen verehrt wird, nicht für sein Aussehen. Der Honigdachs bräuchte kein Stunt-Double, wenn Hollywood jemals einen Actionfilm mit Wildtieren produzieren würde. Denn die absurdesten Kampfszenen in der Natur wurden ursprünglich nach diesem Vorbild gedreht. Die Eröffnungsaufnahmen zeigen einen großen Bienenstock, der unter der sengenden Sonne der afrikanischen Savanne an einem Akazienzweig hängt. Tausende Honigbienen schwirren umher und ziehen Nektarvögel und neugierige Affen an. Das Summen der Insekten sind die fernen Rufe der Vögel und warme Windböen, die den Duft von trockenem Gras herübertragen, schaffen eine eindrucksvolle ökologische Szene. Diese malerische Szene ist jedoch nur ein Vorspiel, denn unter dem verkohlten gelben Gras wird eine andere Geschichte erzählt. Die afrikanischen Wildhunde, die stillen Krieger der Ebenen, bewegen sich, den Blick auf den Horizont gerichtet. Schauen Sie sich das Video weiter an, denn am Ende sehen Sie eine der erstaunlichsten Jagden in der Wildnis, bei der Schnelligkeit, Strategie und Einigkeit über Leben und Tod entscheiden. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mehr über die Biologie und die rätselhafte Existenz dieses bemerkenswerten Tieres zu erfahren, bevor wir ankommen. Afrikanische Wildhunde, auch afrikanische Wildwölfe genannt, mit ihrem wissenschaftlichen Namen Lycaon pictus, gehören zu den fähigsten Raubtieren der Natur. Sie haben lange, kräftige Beine, die für ausdauerndes Laufen geschaffen sind, und einen schlanken Körper, der zwischen 70 und 110 cm lang und zwischen 18 und 36 Kilogramm schwer ist.
Jeder einzelne hat aufgrund seines Fells, das ein Mosaik aus gelben, schwarzen, braunen und weißen Flecken ist, ein unverwechselbares Aussehen. Sie haben keine Afterkrallen wie die meisten Hunde und ihre Zähne sind speziell darauf ausgelegt, Fleisch effektiv zu zerreißen. Sie haben eine außergewöhnlich kooperative und komplexe Sozialstruktur. In jedem ihrer gut organisierten Rudel gibt es nur ein brütendes Alpha-Paar und die anderen Mitglieder helfen beim Schutz der Jungen, bei der Jagd und der Aufzucht. Niesen ist eine besondere Art der Kommunikation, die keine andere Art nutzt, um zu bestimmen, wann es Zeit ist, sich zu bewegen oder eine Jagd zu beginnen. Auch die Prioritäten des Rudels sind klar. Die Jungen fressen zuerst, gefolgt von den Erwachsenen. In der Wildnis dienen sie nicht nur als effektive Raubtiere, sondern auch als Symbole des Teilens und der sozialen Ordnung. Der Geruch von Beute, einer Herde friedlich in der Nähe grasender Impalas, wird von einer leichten Brise herübergetragen. Als ein Hund kurz niest und die Ohren spitzt, tun es ihm die anderen gleich. Eine schnelle, hygienische und abfallfreie Mahlzeit wird serviert. Dieses Festmahl dient dem Rudel jedoch mehr als nur der Nahrungsaufnahme. Es ist ein lebendiges Beispiel für die Hartnäckigkeit, Strategie und Kameradschaft, die afrikanische Wildhunde zu den besten Jägern der Welt machen. Neben der Fütterung nach jeder erfolgreichen Jagd wächst das Rudel enger zusammen und stärkt wichtige soziale Bindungen, die besonders während der Brutzeit von entscheidender Bedeutung sind. Um die Populationskontrolle aufrechtzuerhalten und die Ressourcen der Gruppe zu schützen, darf sich im Gegensatz zu den meisten Fleischfressern nur ein Alpha-Paar fortpflanzen. Wenn Nahrung im Überfluss vorhanden ist und trockener Boden für die Höhlen vorhanden ist, findet die Paarung typischerweise am Ende der Regenzeit statt. Nach der Paarung bringt das Weibchen einen Wurf von 6 zu 16 Jungen zur Welt, gelegentlich auch mehr als 20, die meisten in der Hundefamilie. Sie ist etwa 70 Tage lang trächtig. Erdferkel und andere Tiere bewohnen tief in den Boden gegrabene Höhlen. Die Mutter verlässt die Höhle in den ersten Wochen nach der Geburt kaum. Die anderen Rudelmitglieder leisten unermüdliche Hilfe. Die erwachsenen Tiere beschützen, jagen und bringen abwechselnd Nahrung für Mutter- und Jungtiere, indem sie Fleisch verschlucken und wieder auswürgen, anstatt es zu tragen. Die Jungtiere verlassen mit etwa 3 Wochen ihren Bau und fügen sich schnell in das Rudel ein.
Sie lernen dann, Signale zu lesen, zu jagen und sich an die Rudelregeln zu halten. Ein interessantes Verhalten ist, dass die Jungtiere, insbesondere die Weibchen, ihr Geburtsrudel verlassen müssen, um Inzucht zu verhindern und sich mit zunehmendem Alter neuen anzuschließen. Die genetische Vielfalt der Population bleibt durch dieses Verhalten erhalten. Noch vor Sonnenaufgang hat sich heute eine bekannte Savannengestalt auf die Suche nach einem süßen Schatz gemacht. Der Honigdachs. Ein kleines, aber bemerkenswert mutiges und furchtloses Tier. In der Natur trotzt der Honigdachs mit seinem niedrigen, robusten Körper und seiner nahezu undurchdringlichen Haut den Größennormen. Er folgt der Fährte eines wilden Bienenstocks, während er sich langsam durch sonnenverbranntes Gras bewegt und dabei mit seiner äußerst empfindlichen Nase den Boden abtastet. Das heutige Ziel ist eine alte Baumhöhle, in der sich seit kurzem ein ansehnlicher Bienenstock gebildet hat. Der Dachs ahnt nicht, dass bereits ein Rudel afrikanischer Wildhunde in diesem Gebiet patrouilliert. Dies ist keine normale Jagd, sondern ein spontaner Konflikt, bei dem keine Seite nachgibt. Als er sich dem Baumstamm nähert, beginnt er an der Rinde zu kratzen, um zum Bienenstock zu gelangen. Plötzlich entdeckt ein wilder Hund den Eindringling. Er signalisiert den anderen mit aufgestellten Ohren. Innerhalb von Sekunden tauchen 3 oder 4 Hunde auf und umringen den Dachs in einem engen Halbkreis. Ihre Lippen sind gekräuselt, sie wollen dominieren und ihre Augen bleiben auf das kleine Tier gerichtet. Der Honigdachs jedoch dreht sich um, knurrt trotzig und zeigt keinerlei Anzeichen von Angst. Die knochenbrechenden Bisse, die rasiermesserscharfen Krallen und der unerschütterliche Überlebensinstinkt des Honigdachses wurden bereits dazu eingesetzt, Giftschlangen zu töten und Löwenjunge abzuwehren. Der Honigdachs dreht sich zur Seite und beißt sich ins Bein, woraufhin dieser zurückspringt, während ein Wildhund nach vorn stürzt. Doch das Rudel versteht es zu kooperieren und ist nicht allein. Blutige Bisse von hinten, Ablenkungen von vorne. Angriffe kommen in Wellen von allen Seiten. Der Honigdachs stolpert. Obwohl seine dicke Haut vielen Schlägen standhält, ist er nicht unbesiegbar. Einige Minuten lang tobt der Kampf. Schließlich muss der Honigdachs aufgrund seiner schieren Überzahl und seiner perfekten Koordination zurückweichen.
Er vergräbt sich tief im Boden und taucht ins Unterholz. Eine Überlebensstrategie, die dem Instinkt eines Vorfahren entstammt. Statt ihn zu verfolgen, kehren die Hunde zurück, um ihr Revier zu markieren und ihre Dominanz zu demonstrieren. Auch wenn es heute keine Todesopfer gibt, ist dies eine eindringliche Erinnerung daran, wie grausam die Natur ist. Jede Begegnung ist ein Überlebenskampf und selbst der Kleinste muss lernen, ein Krieger zu sein. Der afrikanische Wildhund und der Honigdachs erschaffen in dieser Welt jeweils ihre eigenen Legenden. Der Honigdachs verschwindet nach der hitzigen Auseinandersetzung im Gebüsch, doch sein Abenteuer ist noch lange nicht vorbei. Sein starkes, aggressives Äußeres täuscht über eine einsame, widerstandsfähige Mutter hinweg, die vom Instinkt getrieben ist, ihre Jungen in den feindlichsten Umgebungen der Natur aufzuziehen. Honigdachse leben und arbeiten allein. Sie sind keine Rudeltiere. Obwohl sie keinen festen Zyklus haben, fällt ihre Brutzeit meist mit wärmeren Temperaturen und mehr Nahrung zusammen. Das Weibchen bringt 1 oder 2 Junge in einem abgelegenen Bau zur Welt, den es entweder selbst gräbt oder nach der Paarung aus einem verlassenen Bau holt und ist etwa 6 bis 10 Wochen lang trächtig. Wildhunde werden von ihrem Rudel unterstützt. All dies erledigt der Honigdachs allein. Seine meist engen und tiefen Baue sind sorgfältig geplant, um große Raubtiere fernzuhalten. Die Jungen sind bei der Geburt blind, haarlos und extrem verletzlich. Sie sind völlig auf ihre Mutter angewiesen. In den ersten 2 bis 3 Monaten verlassen sie den Bau nicht. Die Mutter jagt die ganze Nacht und kehrt mit allem Möglichen zurück, von Giftschlangen über Insekten bis hin zu Nagetieren. Im Gegensatz zu vielen kleinen Säugetieren sind Honigdachse vorsichtige Mütter. Um nicht entdeckt zu werden, verlegen sie oft ihren Bau. Sobald die Jungen anfangen, ins Freie zu kriechen, bringt die Mutter ihren Jungen das Jagen, Graben und Ausweichen vor Raubtieren bei. Für ein Tier seiner Größe dauert die elterliche Fürsorge über 1 Jahr, was sehr lang ist. Der Honigdachs ist für seine mütterliche Zähigkeit bekannt. Gerät sein Junges allein in der gefährlichen Savanne in Gefahr, zögert er nicht, sich jeder Bedrohung zu stellen. Dank seiner tiefen Hingabe hat die Art Tausende von Jahren überlebt und gilt in der Wildnis als Symbol für Tapferkeit, Scharfsinn und mütterliche Stärke.
Ein anderes Raubtier bewegt sich wie ein Schatten über die weiten Ebenen der Masai Mara in Kenia, wo der Boden in der Mittagssonne brutzelt und der Wind durch das hohe Gras rauscht. Lautlos und stolz streift der Afrigepard Acinonyx jubatus mit katzenhafter Eleganz durch die Landschaft. Der Gepard ist das schnellste Landtier der Welt und erreicht dank seiner kräftigen Muskeln, langen Beine und seines schlanken Körperbaus in Sekundenschnelle Geschwindigkeiten von über 110 km/h. Bei schnellen Sprints hat er besseren Halt, da seine Krallen im Gegensatz zu denen der meisten Katzen nicht vollständig einziehbar sind. Seine fast 2000 runden schwarzen Flecken auf seinem hellgoldenen Fell bieten in der trockenen Umgebung nahezu perfekte Tarnung. Bei rasanten Verfolgungsjagden verbessern schwarze Linien unter den Augen, gemeinhin als Tränenspuren bezeichnet, die Fokussierung und verringern die Blendung durch die Sonne. Im Gegensatz zu Wildhunden oder Löwen führen Geparden ein einzelgängerisches Leben. Während Männchen gelegentlich kleine Bündnisse, sogenannte Koalitionen, meist unter Brüdern bilden, um besser jagen und ihr Territorium verteidigen zu können, ziehen Weibchen ihre Jungen alleine auf. Um Aasfressern wie Löwen und Hyänen aus dem Weg zu gehen, jagen Geparden am frühen Morgen oder späten Nachmittag. Der Gepard nähert sich seiner Beute, meist einer kleinen Antilope wie der Thomson-Gazelle oder dem Impala, und stürmt wie ein lebendes Geschoss vorwärts. Ist er erfolgreich, beendet er die Jagd schnell, indem er seinem Opfer einen Würgegriff verpasst und den Kadaver in Deckung schleift, um schnell zu fressen, bevor die Räuber eintreffen. Was die Fortpflanzung betrifft, bringen weibliche Geparden nach 90 bis 95 Tagen Tragzeit 1 bis 6 Junge pro Wurf zur Welt. Die Jungen sind bei der Geburt schwach und blind und brauchen mehrere Wochen, bis sie laufen lernen. Ihr Rücken ist von einem flauschigen Fell bedeckt, das ihnen hilft, sich im hohen Gras zu verstecken. Aufgrund ihrer extremen Vorsicht wechselt die Mutter häufig ihren Bau, um Raubtiere fernzuhalten. Im Alter von 6 Monaten beginnt sie ihren Jungen beizubringen, wie sie kleine Beutetiere anpirschen, verfolgen und töten. Die Jungen ziehen mit etwa 18 Monaten los. Die Männchen bleiben normalerweise zusammen, die Weibchen ziehen allein los. Dennoch erreichen aufgrund der starken Umweltbelastungen weniger als 30% der Jungtiere das Erwachsenenalter.
Kenias Gepard, ein eindrucksvolles Beispiel für Schnelligkeit, Ausdauer und wilde Schönheit, steht im stillen Überlebenskampf der weiten Ebenen an der Spitze der Raubtierkette. Trotz seiner Stärke und Treffsicherheit begegnet er gelegentlich den unwahrscheinlichsten Feinden, klein von Größe, aber unübertroffen in seiner Wildheit. Und ein erwachsener Honigdachs ist genau die Konfrontation, die das Schicksal heute für uns bereithält. Der Gepard folgt dem Duft von frischem Aas in der schwülen Nachmittagshitze, was ihm eine bequeme Möglichkeit bietet, seinen Hunger zu stillen. Doch als er sich einem felsigen Hügel nähert, wo der Geruch intensiver wird, entdeckt er eine stämmige, schwarze Gestalt, die sich über eine Mahlzeit beugt. Es ist ein Honigdachs, das mutige Tier, das in ganz Afrika für seine Bösartigkeit und beispiellose Widerstandsfähigkeit berüchtigt ist. Der Gepard bleibt stehen und kneift abschätzend die Augen zusammen. Es gibt Futter in der Nähe, aber dieser Gegner ist schwer zu besiegen. Er faucht und duckt sich, eine letzte Warnung. Mit trotzig gekrümmtem Rücken hebt der Honigdachs den Kopf und knurrt. Eine Sekunde später stoßen sie zusammen. Der Dachs weicht dem blitzschnellen Schlag des Geparden aus und beißt sich ins Hinterbein, wodurch dieser zum Zurückweichen gezwungen wird. Obwohl sein eigenes Maul Schlangenschuppen durchbohren kann, hält die lose panzerartige Haut des Honigdachses gewöhnlichen Bissen stand. Der Gepard startet einen weiteren Versuch, doch sein Knöchel wird von messerscharfen Krallen aufgeschlitzt. Der Gepard ringt einige Sekunden lang heftig, bevor er innehält. Er holt tief Luft und zieht sich zurück, während er seinen kleinen Feind anstarrt. Nach einer Pause fällt die Entscheidung, er dreht sich um und geht. Nach einem erneuten Knurren nimmt der Honigdachs seine unterbrochene Mahlzeit wieder auf. Obwohl es kein Blutvergießen gibt, demonstriert die Begegnung ein uraltes Naturgesetz. Die Stärksten und Schnellsten sind nicht immer die Sieger. Um in der Wildnis zu überleben und seine Position in dieser rauen Welt zu verteidigen, braucht man vielleicht nur Mut und die Entschlossenheit, sich zu wehren. In Kenia stellen Wilderei, Lebensraumverlust und menschliche Konflikte heute eine große Bedrohung für Geparden dar. Insbesondere in der Masai Mara. Nur noch etwa 200 erwachsene Tiere leben im Land. Um Konflikte zu entschärfen, versuchen Naturschutzorganisationen wie Action for Cheetahs in Kenia, Migrationskorridore zu sichern, Geparden mit Ortungsgeräten auszustatten und die lokale Bevölkerung aufzuklären.
Kenias Geparden sind nach wie vor ein stolzer Inbegriff von Schnelligkeit, Zähigkeit und der unverfälschten Schönheit der Wildnis im stillen Überlebenskampf im Grasland. Äthiopien ein wildes Land, in dem Leben und Tod stets Hand in Hand gehen. Auf dem Bale-Plateau jagen äthiopische Wölfe lautlos in den weiten Graslandschaften nach Beute, während an den steilen Klippen eine Gruppe von Cheladas mit dicken Mähnen und markanter roter Brust um ihr Territorium kämpft. Mitten im äthiopischen Dschungel bricht eine Nashornmutter nach einem Schuss zusammen. Wilderer haben ihr kostbares Horn abgetrennt und ein verwirrtes Nashornbaby zurückgelassen, das sich in der Wildnis verirrt hat. Doch Menschen sind manchmal noch furchteinflößender. Dies ist die Geschichte der letzten Überlebenden in Äthiopien, wo das Leben stets am Rande der Gefahr steht. Wildes Äthiopien, das Epos der wilden Krieger. Die Morgendämmerung färbt das äthiopische Hochland golden, wo sich sanfte Hügel bis zum Horizont erstrecken. Die Morgenluft ist kalt, der Tau liegt dick auf dem Gras. Plötzlich blieb sie stehen. Aus dem Untergrund ertönte ein leises Rascheln. Ein riesiger Maulwurf grub und suchte nach Wurzeln. Und dann, eine kleine Bewegung, lugte ein pelziger Kopf aus dem Eingang des Baus hervor. Sie schloss für einen Moment die Augen und genoss den seltenen Moment der Ruhe. Doch sie wusste, dass der Kampf ums Überleben morgen und viele Tage danach weitergehen würde. Beschützen. Die letzte Hoffnung für die Zukunft des äthiopischen Wolfes. Das äthiopische Hochland erstreckt sich unter der sengenden Sonne da, wo steile Klippen die wilde Savanne umrahmen. Hier inmitten der zerklüfteten Ränder lebt ein einzigartiger Primat, der Chelada. Er ist mit keinem anderen Affen der Welt vergleichbar. Der Chelada ist der einzige Primat, der sich fast ausschließlich von Gras ernährt, und er hat im rauen Hochland seit Tausenden von Jahren überlebt. Das dichte Fell des Cheladas schützt ihn nachts vor der Kälte, doch sein auffälligstes Merkmal ist seine haarlose, leuchtend rote Brust. Ein Zeichen von Stärke und Status.
Bei erwachsenen Männchen kann diese Brust während der Paarungszeit noch heller leuchten, eine wichtige Waffe im Kampf um die Vorherrschaft. Einen Herrscher. Doch heute war ein Herausforderer aufgetaucht. Nicht weit entfernt näherte sich Ranu, ein junges Männchen. Sein Körper war schlanker, aber kraftvoll. In den vergangenen Monaten hatte er sich heimlich mit mehreren Weibchen der Gruppe gepaart und auf die Chance gewartet, Torak zu stürzen. Und nun, da die Paarungszeit nahte, wollte Ranu nicht länger warten. Torak, obwohl siegreich. In der Ferne steigen Staubwolken auf und kündigen die Ankunft eines Giganten an. Kifaru, ein erwachsenes Spitzmaulnashorn. Mit einer Länge von bis zu 3,5 Metern und einem Gewicht von über einer Tonne wirkt Kifaru wie ein mobiles Panzerfahrzeug. Seine dicke, faltige Haut dient ihm als natürlicher Schutzschild vor Raubtieren, während das lange gebogene Horn an seiner Nase eine beeindruckende Waffe in Revierkämpfen ist. Trotz seiner enormen Größe kann Kifaru schlagartig beschleunigen und bis zu 50 km/h erreichen. Eine beeindruckende Leistung für ein Tier, das mehr wiegt als ein Auto. Seine großen Ohren schwenkten, um jedes Geräusch zu erfassen und machten so seine schlechte Sehkraft wett, sodass er stets auf der Hut vor jeder Gefahr war. Doch trotz seiner Stärke konnte Kifaru seinen Herausforderern nicht ausweichen. Ein junges männliches Nashorn hatte gerade sein Revier betreten. Mit weniger Narben auf der Haut und einem schlankeren Körper suchte der Jüngere nach einem eigenen Platz. Schnaubend näherten sich die beiden und zeigten ihre scharfen Hörner. Kifaru versetzte dem Eindringling einen tödlichen Schlag und zwang ihn zum Rückzug. Brüllend wich er zurück. Das Territorium gehörte ihm noch immer, zumindest bis ein neuer Herausforderer auftauchte. Doch trotz seines Sieges im Kampf um das Territorium stand Kifaru einem gefährlicheren Feind gegenüber als jedem Nashorn, dem Menschen. Aus der Ferne beobachteten ihn hungrige Augen mit schussbereiten Gewehren. Ein Nashornhorn kann auf dem Schwarzmarkt Zehntausende von Dollar einbringen und Kifaru war nur ein weiteres Ziel für Wilderer. Einst durchstreiften Spitzmaulnashörner Ostafrikas, doch heute leben weniger als 6.000 davon in freier Wildbahn in Öfner und ihre Zahl schrumpft täglich.
Doch dieses Mal war das Glück auf seiner Seite. Ein Ranger-Team entdeckte die Wilderer und jagte sie, bevor es zu spät war. Kifaru lebt noch, doch er ahnt nicht, dass seine Art mit jedem Tag dem Aussterben näher kommt. Hat das äthiopische Nashorn angesichts seines schrumpfenden Territoriums und der unerbittlichen Vordringen des Menschen überhaupt noch eine Zukunft? Leise geht Kifaru auf das seichte Wasser zu. Sein massiger Körper ist mit Schlamm bedeckt, um Insekten abzuwehren und sich von der sengenden Hitze abzukühlen. In diesem Moment ist er noch ein Freiheitskämpfer in der Savanne, doch der Schatten des Aussterbens umhüllt allmählich die letzten Überlebenden. Das Problem der Nashornwilderei nimmt zu und betrifft Nashörner weltweit ernsthaft. Was denken Sie über dieses Problem? Wie können wir zusammenarbeiten, um diese seltenen Tiere zu schützen? Der Mandrill ist einer der markantesten Primaten der Welt und bekannt für sein beeindruckend buntes Gesicht. Erwachsene Männchen haben leuchtend rote Gesichter mit leuchtend blauen Wangen, was ihm ein majestätisches Aussehen verleiht. Diese Farbe ist nicht nur ein natürlicher Zufall, sondern auch ein Zeichen für Gesundheit und sozialen Status. Je leuchtender das Männchen, desto eher zieht es Weibchen an und dominiert die Herde. Ihr Körper ist mit dichtem, dunkelbraunem Fell bedeckt, während Bauch und Brust mit hellgelben Fellflecken sind. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist der Hinterteil des Mandrills, der ebenfalls leuchtende Farbflecken aufweist, wodurch er in seiner Herde in dichten Wäldern leicht zu erkennen ist. Der Mandrill ist der größte Primat in der Familie der Affen. Männchen wiegen bis zu 40 Kilogramm, fast doppelt so viel wie Weibchen. Sie verfügen über starke Muskeln, insbesondere in den Vorderbeinen, die ihnen eine flexible Fortbewegung im Wald ermöglichen. Das Gebiss des Mandrills ist sehr stark mit bis zu 6 cm langen Eckzähnen, so lang wie die eines Löwen, die ihm helfen, sich gegen Feinde zu verteidigen und mit anderen Männchen um die Vorherrschaft zu kämpfen. Trotz ihres wilden Aussehens sind Mandrills Allesfresser und ernähren sich hauptsächlich von Früchten, Samen, Wurzeln und gelegentlich auch von Insekten oder Kleintieren. Sie leben in großen Gruppen, manchmal bis zu Hunderten von Tieren, sind aber auch in kleineren Gruppen organisiert, in denen jeweils ein dominantes Männchen mehrere Weibchen kontrolliert. Dies macht Mandrills zu einem der sozial komplexesten Primaten. Neben ihrem beeindruckenden Aussehen kommunizieren Mandrills auf vielfältige Weise miteinander, von leisem Knurren bis hin zu Körpergesten wie Grimassen oder dem Klatschen der Hände auf die Oberschenkel. Ihre Farbe, Kraft und Intelligenz machen sie zu einem der einzigartigsten und geheimnisvollsten Lebewesen des afrikanischen Dschungels.